Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser hübschen Häkeljacke oder Bluse, je nachdem wie ihr euch die Ärmel und das Vorderteil später ausarbeiten möchtet. Das Ganze wird wie immer für Größe M gehäkelt. Dazu nehme ich den Brustumfang. Wenn ihr allerdings sagt, die Jacke soll über die Hüfte gehen und euer Hüftumfang ist breiter, dann nehmt selbstverständlich euren Hüftumfang. Ansonsten gehe ich hier von dem Brustumfang aus und das sind bei Größe M immer so in etwa 100 cm. Diese teile ich durch 2 und komme somit auf 50. Auf diese 50 cm rechne ich dann nochmal plus 10 drauf, damit das Ganze unter den Ärmeln schön locker sitzt und nicht zu eng darunter. Und komme somit auf ein Endergebnis von 60 cm. Das heißt, egal für was für eine Größe ihr häkelt, ihr nehmt den Brust- oder Hüftumfang, teilt diesen durch 2 und auf das Ergebnis rechnet ihr nochmal 10 cm mehr drauf. Und das Ergebnis schlagt ihr dann gleich mit mir als Kette an. Danach nehmt ihr euch von einem gut sitzenden Pullover oder von einer Bluse einfach mal die Ärmelhöhe. In meinem Fall sind es 18 cm und diese benötigen wir dann gleich mal 2. Und zum Schluss gehen wir noch hin und messen von unterm Ärmel herab, wie lang unsere Jacke ungefähr werden soll. Und hier habe ich mich dann für 30 cm entschieden. Und mehr benötigen wir auch nicht. Dann stellt ihr euch einfach mal vor, dass wir gleich ein Rechteck häkeln, was bei mir eine Breite von 60 haben wird. Und danach teilt sich das Ganze so auf, dass wir einmal hochhäkeln, und zwar den unteren Teil der Jacke, wie lang sie werden soll. Das wären dann 30. Dann die erste Ärmelhöhe, 18. Und da wir das Ganze mal 2 nehmen müssen, die zweite Ärmelhöhe mal 18. Und somit habe ich dann eine Gesamtlänge von 66 cm. Also wird mein Rechteck, was ich nachher häkeln muss, 60 mal 66 cm haben. Und dann kommen wir nun zum Muster. Das Ganze werde ich mit diesem hübschen Farbverlaufsbobbel häkeln und einer 4er Nadel. Alle Angaben findet ihr wie immer unter dem Video in der Infobox. Und dann würde ich sagen, an die Nadeln und los geht's. Wir beginnen mit einer Kette und dem Fußschlingenanschlag. Ihr könnt selbstverständlich auch eine Luftmaschenkette häkeln. Dann nehmt aber bitte eine halbe Nadelstärke höher, in diesem Fall dann eine 4,5er Nadel. Schlagt die Luftmaschenkette an, zählt diese durch. Die Maschenanzahl für dieses Muster sollte teilbar durch 5 plus 3 Maschen mehr sein. Und geht dann erst auf die 4er Nadel zurück. So bleibt eure Kette auch schön elastisch. Alle anderen können mit mir den Fußschlingenanschlag häkeln, den ich mit festen Maschen beginnen werde. Und dazu häkeln wir 2 Luftmaschen. Dann gehe ich vorzugsweise in die untere einzelne Schlaufe zurück, hole mir den Faden durch, ziehe dann beide Schlaufen auf gleiche Höhe, masche erst eine Schlaufe ab, das ist der Boden, auf dem die Masche steht, und dann nochmal die 2 für eine feste Masche und kann hier unten dann die Schlaufe so ein bisschen zuziehen, dieses kleine Knötchen, und habe meine erste Masche von oben und sogar von unten. Und die Masche stechen wir dann auch komplett ein, zwar unten, dann braucht ihr das Ganze nämlich auch nicht so verdrehen, holen den Faden wieder durch, ziehen wieder beide Schlaufen auf gleiche Höhe, das ist wichtig, damit die Kette auch schön elastisch bleibt. Häkeln erst wieder durch eine Schlaufe für den Boden, auf dem die Masche steht, ab und dann durch 2 für eine feste Masche. Und somit haben wir schon direkt die zweite fertig. Dann in die nächste gebildete Masche wieder komplett einstechen, Faden wiederholen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe ziehen, durch eine und durch 2 Schlaufen. Nächste gebildete Masche einstechen, Faden holen, durchziehen, beide Fäden auf gleiche Höhe ziehen, durch eine und durch 2 Schlaufen. Und wenn man den Kniff einmal raus hat, dann geht das rucki zucki und das Ergebnis
Ist auch besser als bei einer normalen Luftmaschenkette. Vor allen Dingen habt ihr unten und oben komplette Maschen und könnt auch später reibungslos dran häkeln. Und auch euer Ergebnis ändert sich nicht mehr groß, was bei einer Luftmaschenkette oftmals der Fall ist. So, ich werde jetzt so weiter häkeln, bis ich meine 60 cm angeschlagen habe. Dann zähle ich die Maschen einmal durch und die Maschenanzahl für dieses Muster, was dann gleich kommt, ist teilbar durch 5 plus 3 Maschen mehr, also muss auch meine Kette teilbar durch 5 sein und 3 Maschen mehr haben. Bis gleich. Nach 93 Maschen habe ich meine 60 cm erreicht und dann kommen wir nun zur Reihe 1. Reihe 1 beginnt mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und danach benötigen wir nochmal 2 Luftmaschen mehr zum Rüberkommen, lassen die ersten beiden Maschen frei und häkeln in die dritte Masche ein Stäbchen hinein, in die vierte Masche ein Stäbchen hinein und in die fünfte. Also 3 Stäbchen direkt hintereinander. 2 Luftmaschen, 2 Maschen freilassen und wieder in die dritte, vierte und fünfte jeweils ein Stäbchen häkeln. Zwei Maschen freilassen, 2 Luftmaschen dafür häkeln und wieder in die dritte, vierte und fünfte Masche jeweils ein Stäbchen häkeln. Und dann sollte das Ganze so aussehen. Und so häkeln wir nun die ganze Reihe einmal bis zum Ende. Immer 2 Maschen freilassen, dafür 2 Luftmaschen häkeln und in die dritte, vierte und fünfte Masche dann jeweils ein Stäbchen hineinhäkeln. Und am Ende der Reihe angekommen, nach den letzten 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen häkeln, 2 Maschen freilassen und in die letzte Masche mit einem Stäbchen die Reihe beenden. Und das war Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Reihe 2 beginnt mit einer Luftmasche und einer festen Masche direkt in die Anfangsmasche von den Steigeluftmaschen. Anfänger sollten sich hier jetzt direkt den Marker in diese erste Masche setzen. Ich werde das jetzt hier nicht machen, sonst klickert dies die ganze Zeit auf dem Tisch herum. Und danach machen wir einen Umschlag und häkeln 5 Stäbchen einfach um diese Luftmaschenkette herum. Danach kommt eine feste Masche in das mittlere Stäbchen der 3 aus der Vorreihe. Umschlag und um die nächste Kette herum wieder 5 Stäbchen häkeln. Und nach den 5 Stäbchen in das mittlere Stäbchen der Vorreihe eine feste Masche häkeln. Umschlag um die Kette herum, wieder 5 Stäbchen häkeln. Und danach in das mittlere Stäbchen der 3 aus der Vorreihe eine feste Masche. Und so geht das jetzt immer im Wechsel, die restliche Reihe, 5 Stäbchen um die Kette herum
und das Ganze mit einer festen Masche in das mittlere Stäbchen der 3 aus der Vorreihe fixieren. Und dann sollte es so aussehen. Und am Ende der Reihe, nachdem wir die letzten 5 Stäbchen um diese Kette herum gehäkelt haben, machen wir das Ganze mit einer festen Masche fest. Und nun in das letzte Loch, wo wir die große Kette am Ende haben, häkeln wir auch 5 Stäbchen drumherum. Dann können wir das Ganze einmal so ein bisschen zusammenziehen und zählen nun ab unten in der 3. Steigeluftmasche, stechen dort ein und häkeln die letzte feste Masche dort hinein, so dass wir Anfang und Ende gleich haben. Und das war Reihe 2. Kommen wir zur Reihe 3. Reihe 3 beginnt mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und einer Masche zum Rüberkommen. Danach machen wir einen Umschlag, nehmen uns den Fächer mit den 5 Stäbchen, lassen das erste Stäbchen aus und häkeln in das zweite, in das dritte und in das vierte Stäbchen jeweils ein Stäbchen hinein. Danach kommen 2 Luftmaschen, rüber zum nächsten Fünferfächer, erstes Stäbchen auslassen und auch hier wieder ins zweite, dritte und vierte Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Zwei Luftmaschen, rüber zum nächsten Fächer, das erste Stäbchen auslassen und ins zweite, dritte und vierte jeweils ein Stäbchen häkeln. 2 Luftmaschen, nächster Fächer, erstes Stäbchen auslassen und ins zweite, dritte und vierte Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Eine ganz einfache Reihe. Und so sollte es dann aussehen. Und so nun die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe nach den 2 Luftmaschen in den letzten Bogen erstes Stäbchen freilassen, ins zweite, dritte und vierte jeweils ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche und wie am Anfang nach dem Stäbchen in die feste Masche einstechen und dort das letzte Stäbchen hineinhäkeln, sodass wir auch hier Anfang und Ende gleich haben. Das war Reihe 3. Kommen wir zur Reihe 4. Reihe 4 beginnt mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen. Und nun müssen wir einen halben Fächer um diese eine Luftmasche häkeln, indem wir 2 Stäbchen dort drumherum häkeln und optisch somit am Anfang unsere 3 Stäbchen haben. Das Ganze fixieren wir dann wieder mit einer festen Masche im mittleren Stäbchen der Vorreihe. Und dann heißt es wie gehabt, immer um die Kette herum 5 Stäbchen häkeln. Und das Ganze dann wieder mit einer festen Masche im mittleren Stäbchen der Vorreihe fixieren.
Und dann sollte es so aussehen. Und so nun die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe, nachdem wir die letzte feste Masche gehäkelt haben und am Anfang der Kette angekommen sind, häkeln wir um diese große Kette herum 2 Stäbchen und stechen dann in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt ein und häkeln dort das dritte und letzte Stäbchen hinein, sodass wir Anfang und Ende auch hier wieder gleich haben. Und das war Reihe 4. Kommen wir zur Reihe 5 und das ist dann Wiederholung Reihe 1. Wir häkeln 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und nochmal 2 zusätzliche zum Rüberkommen. Danach gehen wir in den nächsten vollen Fächer hinein, lassen hier wieder das erste Stäbchen frei und häkeln in das zweite, in das dritte und in das vierte jeweils ein Stäbchen hinein. Dann 2 Luftmaschen, nächster Fächer, erstes Stäbchen freilassen und ins zweite, dritte und vierte Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Und dann sollte das Ganze so aussehen wie hier unten in Reihe 1. Und so geht auch hier die ganze Reihe dann wieder, 2 Luftmaschen und über jeden Fächer, über die Mitte ins zweite, dritte und vierte Stäbchen ein Stäbchen häkeln. Und nach dem letzten großen Bogen 2 Luftmaschen und am Ende der Reihe in die dritte Steigeluftmasche von unten angezählt mit einem Stäbchen die Reihe beenden, sodass wir auch hier wieder Anfang und Ende gleich haben. Und das war dann Reihe 5, die Wiederholung von Reihe 1 und dann geht es weiter ab Reihe 2. Und ab hier geht es jetzt weiter mit Reihe 2 oder ab Reihe 2. Das Ganze könnt ihr jetzt hochhäkeln bis auf eure errechnete Maße. Das heißt zweimal die Ärmelhöhe plus halt die Gesamtlänge, die ihr haben wolltet, von unterm Ärmel herab gemessen. In meinem Fall waren es 30 cm plus zweimal 18 cm Ärmelhöhe, insgesamt 66. Wir haben hier die Breite angeschlagen, das waren 60 cm in meinem Fall. Und jetzt häkel ich dieses Muster so hoch, bis ich auf 66 cm gekommen bin. Und ihr entsprechend auf eure Maße. Weiter geht es hier mit Reihe 2, denn Reihe 5 war ja bereits Reihe 1 wiederholt, damit ihr einmal wisst, wie ihr es hier drüber häkeln müsst. Ja. Und dann hoffe ich, dass ihr genauso viel Spaß habt wie ich an dem Muster, vor allen Dingen, weil man hier sehr schnell vorankommt durch die Stäbchen und das Ganze macht richtig viel Spaß. So, ich nehme euch natürlich mit, wie das ganze Projekt wächst und dann sehen wir uns, wenn wir unsere Rechtecke soweit fertig gehäkelt haben. Bis gleich. Zurück nach 66 cm Höhe sieht der Farbverlauf so aus. Und danach habe ich mir links und rechts an den Seiten einmal von oben 18 cm abgemessen, 13 Reihen, den Marker gesetzt und nochmal 13 Reihen abgezählt und wieder den Marker gesetzt. Das Ganze auch dann auf der anderen Seite, um nun die Ärmelaussparungen hinzubekommen. Dazu klappen wir den oberen Teil auf den unteren Teil. Und um es euch einfach zu machen, nehmt ihr 2 kleine Fäden und verbindet die Stelle hier unten. Damit sich das Ganze nachher leichter drüber häkeln lässt und nicht wieder verrutscht. Einfach den Faden durchziehen und
zuknoten. Ist nicht schlimm, wenn es sich im späteren Verlauf löst. Da wieder drüber häkeln und das Ganze dann im Endeffekt auch so fixieren. So, danach können wir die Marker wieder alle rausnehmen. Und dann kommen wir schon zur letzten Mammutaufgabe bei dieser Jacke. Wenn ihr das Ganze jetzt mal so hochklappt, habt ihr hier die Ärmelaussparungen. Und wir werden nun von hier unten hochhäkeln und dann den Innenradius entlang und hier wieder runter. Daher auch hier die Seiten einfach nur grob zusammenknoten. Und das natürlich in diesem Muster. Um das Muster jetzt weiter fortzuführen, werde ich als nächstes erst einmal eine Reihe feste Maschen hier verteilen, denn hier haben wir leider keine Maschen, sondern nur die Ränder der Stäbchen. Nur im oberen Bereich, wo wir die Ärmelaussparung umgeklappt haben, haben wir Maschen. Daher einmal mit festen Maschen ringsherum alles schön verteilen. Ich beginne unten in der Ecke und häkel erst einmal eine feste Masche direkt in den Rand hinein und häkel dabei auch direkt um den Anfangsfaden, damit ich das auch schon mal schön verknotet habe. Und setze mir schon mal den Marker, dann weiß ich, da ist die letzte Masche, falls diese sich verdreht. Als nächstes ist der Plan, dass ich immer 3 feste Maschen dort, wo die Löcher sind, um die liegenden Stäbchen herum häkel. Also ich mache hier 3 feste Maschen und dort, wo die Zurstelle ist, 2 feste Maschen. Denn wir brauchen ja eine Maschenanzahl, die teilbar durch 5 ist. So, hier habe ich wieder das Loch, die offene Stelle, also 3 feste Maschen. Und hier ist wieder die Reihe mit der Zuhenstelle. Dort mache ich um das liegende Stäbchen nur 2 feste Maschen. Hier wieder 3. Und als nächstes hier dann wieder 2. Und dann sieht das Ganze schon mal so aus. Und vor allen Dingen, es wird schön gleichmäßig. Der Rest wird sich an die richtige Stelle ziehen, sobald die nächsten Reihen da drüber kommen. Und so häkeln wir jetzt im Wechsel immer 3 feste Maschen über die Lochstelle und 2 feste Maschen, wo die geschlossene Stelle ist. Einmal rum. Überspringen natürlich die Ärmelaussparung und gehen hier am oberen Bereich dann entlang. Das ist ganz einfach, weil wir hier schon die Maschen vorgegeben haben. Dort häkeln wir einfach eine feste Masche pro feste Masche. Und auf der anderen Seite machen wir dann dasselbe wie hier. Auch wieder bei den Zuhenstellen nur 2 feste Maschen und bei den offenen Stellen 3 feste Maschen. Und wenn ich einmal rum bin, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Und so sieht das Ganze aus, nachdem der Rand einmal behäkelt wurde. Oben erkennt man jetzt nicht viel. Und die Seiten. So, und dann kommen wir wieder zu unserem Muster. Wir starten, wie auch hier unten schon, nachdem wir die Basisreihe gehäkelt haben. Also, wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen und 2 zusätzlichen, lassen 2 Maschen frei und häkeln 3 Stäbchen. So, und wir starten mit dem Muster, indem wir 3 Luftmaschen für ein Stäbchen häkeln, 2 zusätzliche zum Rüberkommen, einen Umschlag machen, 2 Maschen freilassen und ab der dritten 3 Stäbchen häkeln. Dann wieder 2 Luftmaschen, 2 Maschen freilassen und ab der dritten 3 Stäbchen, so wie wir es kennen und so wie wir es unten in der ersten Reihe gehäkelt haben.
Entweder könnt ihr auf Reihe 1 zurückspulen oder aber ihr schaut einfach mal hier unten euch das Ganze bei dem Anfang an und frischt so nochmal auf. Und so häkeln wir nun die ganze Reihe einmal rum. Hier gehen wir über die Verknotung drüber weg, gehen dann am oberen Rand entlang, wo ja eh schon die Maschen vorgegeben waren, dann wieder auf der anderen Seite einfach über den Knoten hinweg häkeln und auf der anderen Seite runter. Und wenn ich soweit bin, dann geht's weiter. Bis gleich. Kurz einmal zurück. Solltet ihr bei den Ärmeln bei der Verknotung so ausgekommen sein wie ich, dass ihr jetzt hier zum Beispiel 1, 2, 3 Maschen habt und wir wollen ja im oberen Bereich, im Hals-Rückenteil, das Muster ja weiter fortführen. Das heißt, die 3 Stäbchen müssen ja immer über die Mitte des Bogens, das heißt hier erstes und letztes Stäbchen freilassen und über die mittleren 3 kommen die Stäbchen. Hätten wir jetzt zur Auswahl. Entweder überspringen wir hier eine Masche oder aber, damit die Jacke besser fällt, können wir nun hingehen und einfach um die Verknotung herum 3 Stäbchen häkeln. Dann die 2 Luftmaschen und oben am Teil dann das erste Stäbchen freilassen und über die nächsten 3 dann die 3 Stäbchen häkeln, um hier die Musterung weiter fortzuführen. Also es gibt verschiedene Varianten, die ihr euch jetzt hier aussuchen könnt, entweder so wie ich, dass ihr 3 Stäbchen um die Verknotung herum häkelt, oder aber ihr lasst dann halt eine Masche aus, überspringt diese. Hauptsache, hier wird die Musterung im oberen Teil weiter fortgeführt und nicht verschoben, weil das sehe dann später, gerade im Rückenhalsbereich, merkwürdig aus. Da solltet ihr drauf achten. Ja, und hier geht es dann weiter in der Musterung. Und auf der anderen Seite mache ich dann das gleiche. Ich häkel hier die letzten 3 Stäbchen mittig über den Bogen, mache 2 Luftmaschen, häkel 3 Stäbchen einfach um die Verknotung herum, 3 Luftmaschen, lasse dann hier 2 Maschen aus und häkel dann wieder die 3 Stäbchen im Wechsel runter bis zum Ende. Und am Ende angekommen, nachdem ich die 3 letzten Stäbchen verteilt habe, mache ich dann nochmal 2 Luftmaschen, einen Umschlag und steche in die letzte Masche ein und häkel dort ein Stäbchen, damit ich Anfang und Ende gleich habe. In der nächsten Reihe machen wir dann so wie hier eine Luftmasche, häkeln die erste feste Masche in den Anfang hinein und nun 5 Stäbchen um die Kette herum. Und fixieren diesen Fächer dann wieder in der Mitte des Stäbchens mit einer festen Masche, wie wir es kennen. Und führen unser Muster weiter fort, Reihe für Reihe. Und zwar so weit, bis wir die Jacke vorne entweder vernünftig schließen können oder wenn ihr zum Beispiel eine Jacke haben wollt, die ihr euch nur überhängt, dass sie vorne vernünftig fällt. Oder wenn ihr einen Reißverschluss einfügen wollt, das kann jetzt jeder machen, wie er möchte. Wir häkeln einfach Reihe für Reihe unser Muster hin und her, immer in U-Form, bis das Ganze für uns dann perfekt sitzt. Ich nehme euch selbstverständlich dabei mit und dann sehen wir uns zum Ergebnis. Zurück nach 15 Reihen ist mein Bündchen soweit fertig, dass ich die Jacke perfekt schließen kann. Und so sieht der Rand am Ende aus, nach 15 Reihen. Die letzte Reihe war mit Muscheln, damit wir hier so eine
schöne Abschlusskante haben. Ihr könnt euch natürlich auch noch einen verdrehten Abschlussrand beispielsweise dran häkeln. Ich mache das jetzt nicht, weil ich finde, die Kante ist auch so wunderschön. Auch an den Ärmeln werde ich nichts verändern. Da könnt ihr natürlich die Ärmel verlängern, wenn ihr das möchtet. Aber der Rand ist super geworden und da möchte ich auch nichts dran verändern. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen. Wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos. Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln. Lasst die Nadeln glühen und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.